Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal einen kleinen Scale-Hubschrauber für wirklich richtige Heli-Neulinge oder auch für Kinder ab 8 Jahren. Und zwar die kleine schicke Hughes MD500E CX aus der Junior-Serie von Amevi. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Koaxialhubschrauber mit 2 Rotorebenen, was auch bedeutet, dass er extrem eigenstabil fliegt, schon sehr ähnlich wie ein Quadrocopter und somit auch sehr gut für Kinder geeignet ist. Natürlich 2,4 GHz und auch wieder RTF, also alles dabei, was ihr zum Fliegen benötigt. Auch von der Steuerung ist er etwas einfacher gehalten, damit Kinder da besser mit zurechtkommen, aber das zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Erstmal zeige ich euch natürlich wieder, was alles mitgeliefert wird, dann zeige ich euch auch wieder die MD500E etwas genauer und natürlich auch die Funktionen und die Fernsteuerung und dann zeige ich euch die MD500 natürlich auch nochmal im Flug. Am Ende gibt es nochmal eine kleine Verlosung, da könnt ihr eine nagelneue MD500 CX gewinnen, also bleibt bis zum Ende dran. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Ja, hier haben wir jetzt einmal den schicken kleinen Karton. Den machen wir als allererstes mal auf und sehen, was alles mitgeliefert wird. Da wäre als allererstes eine Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Dann haben wir noch eine kleine Tüte. Darin befinden sich jeweils 2 Ersatzrotorblätter, ein kleiner Ersatz-Heckpropeller und der kleine 1S LiPo-Akku mit 300 mAh im Hardcase. Dann haben wir natürlich noch eine 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Die zeige ich euch gleich auch nochmal etwas näher. Und last but not least die kleine schicke MD500E. Die müssen wir allerdings erst noch hier etwas aus der Transporthalterung lösen. Dazu einmal den Clip nach unten drücken und dann die Halteplatte nach oben biegen. Dann können wir den kleinen Koaxialhubschrauber herausnehmen und den zeige ich euch jetzt mal als nächstes etwas näher im Detail. Ja, wie eben schon gesagt, haben wir hier einen Koaxialhubschrauber. Das heißt, wir haben hier 2 gegenläufige Rotorebenen, wobei die obere Rotorebene gelenkig gelagert ist und über die darüber liegende Paddelstange und durch die Fliehkräfte immer schön gerade ausgerichtet wird. Die Paddelstange hat hier außen auch noch kleine Gewichte dran und die untere Rotorebene ist quasi starr und sorgt nur zusätzlich mit für Auftrieb. Natürlich können hier alle Blätter frei schwenken, damit es nicht zu Unwuchten kommt. Die MD500 ist auch drehzahlgesteuert, was bedeutet, dass man durch Verändern der Drehzahl den Hubschrauber steigen oder sinken lassen kann. Dazu aber gleich noch mehr in den Funktionen. Wir haben hier ein richtig schickes Design für so einen kleinen Koaxialhubschrauber, der schon einige Details zu bieten hat, wie ein paar Nieten hier oben und auch die Konturen und Scharniere der Türen wurden hier abgebildet. Auch die blau-gelbe Lackierung ist hier sehr schön gemacht und ein paar Decals haben wir auch noch unter dem Klarlack angebracht. Wir haben hier ein richtig schickes Landegestell, wie es sich für eine Hughes auch gehört. Die Scheiben sind hier wieder schwarz lackiert, was auch sportlich aussieht und richtig gut zur blau-gelben Lackierung passt. Und hier hinten am eigentlichen Turbinenauslass haben wir noch eine kleine LED-Beleuchtung angebracht. Wir haben hier an der Hughes auch keine Taumelscheibe verbaut, die ja normalerweise dafür sorgt, dass man den Hubschrauber zur Seite und nach vorne fliegen kann. Das macht die Hughes hier über den kleinen Propeller, der am Heck sitzt. Damit kann man dann den Hubschrauber nach vorne und nach hinten fliegen. Eine seitliche Bewegung bzw. die Rollbewegung nach links und rechts können wir mit der Hughes hier nicht machen. Aber auch hierzu gleich noch mehr in den Funktionen. Die beiden Antriebsmotore sind natürlich hier Brushed-Motore, reicht aber hierfür völlig aus. Die beiden Rotore sind hier aus Kunststoff und die Rotorwelle aus Metall. Der kleine Akku findet hier vorne unter der Cockpithaube Platz. Die kann man ganz einfach aufklappen und dann den Akku einfach bis zum Anschlag einschieben. Um die MD500 dann anzuschalten, müssen wir nur hier unter dem Rumpf den kleinen Ein-Ausschalter auf On stellen. Dann schaltet sich der Heli an und man kann ihn mit der Fernsteuerung binden. Neben dem Ein-Ausschalter befindet sich noch eine Ladebuchse zum Laden des Akkus. Ich finde, für solch einen günstigen Koaxial-Einsteiger-Hubschrauber, kostet zur Zeit des Videos gerade mal 35 €, ist die Hughes richtig schick geworden. Wenn euch mal ein Rotorblatt kaputt gehen sollte, ist das hier bei dem Hubschrauber relativ umständlich bzw. suboptimal für Kinder gelöst, denn die sind schon sehr stramm eingeklipst. Die werden ja hier nicht geschraubt, sondern sind nur hier mit so einem Haken eingeklipst in die Blatthalter. Wenn das mal vorkommen sollte, würde ich das auf jeden Fall von einem Erwachsenen machen lassen. Denn meine Empfehlung wäre eigentlich, das Rotorblatt sich zu nehmen und dann mit Hilfe des Fingers den hier versuchen rauszuhebeln. Und dann geht der ja relativ einfach raus, aber kann auch manchmal relativ schwierig gehen. Dann ist das Rotorblatt ab. Umgekehrt geht es ein bisschen einfacher. Da muss man einfach nur mit dem Haken hier reinhängen. Natürlich die Richtung beachten. Und dann mit Daumen und Zeigefinger den hier einklipsen und am Ende natürlich darauf achten, dass das Rotorblatt wieder frei sich bewegen kann. Und worauf ihr achten müsst, ist natürlich, dass es 2 verschiedene Rotorblätter gibt. Einmal die mit A gekennzeichnet, die kommen auf die obere Rotorebene und die Rotorblätter, die mit B gekennzeichnet sind, die kommen auf die untere Rotorebene. Und ihr müsst natürlich darauf achten, dass auch die Beschriftung A und B dann nach oben zeigt und dann sind die auch in der Laufrichtung richtig montiert. Und wie gesagt, müsst ihr darauf achten, dass die sich alle frei bewegen lassen, sonst sind die Rotorblätter nicht richtig montiert und es kommt zu Unwuchten. Die MD500E hat einen Rotorkreisdurchmesser von 200 mm, eine Länge von 210 mm, ein Abfluggewicht von 60 Gramm und eine ungefähre Flugzeit von 8 Minuten.
Und damit kommen wir jetzt zu der Fernsteuerung und den Funktionen und das zeige ich euch einmal als nächstes. Ja, wir haben hier eine kleine 3-Kanal 2,4 GHz Game Controller Fernsteuerung mit dem Lieferumfang dabei. Natürlich alles aus Kunststoff. Sie ist schön klein und leicht und somit gut für kleine Hände geeignet. Die Knüppelaggregate und die Knüppel sind natürlich ebenfalls aus Kunststoff. Hier oben haben wir dann den Ein-Ausschalter. Darunter haben wir einen Schieber. Damit können wir die Autostart- bzw. Autolandefunktion aktivieren. Das heißt, wenn wir den Schieber nach links schieben, in Richtung des Pfeils nach oben, startet der Heli automatisch und geht von alleine ungefähr auf 1 Meter Höhe. Und von dort aus können wir dann manuell weiterfliegen. Wenn wir den Schalter im Flug nach rechts bewegen, auf den Pfeil nach unten, dann geht der Hubschrauber von alleine runter, landet von alleine und stellt dann auch ganz automatisch den Motor wieder ab. Wir können aber auch hier ganz normal manuell starten, indem wir den linken Knüppel einmal nach oben bewegen, um den Motor zu starten und dann noch einmal nach oben bewegen, damit der Hubschrauber abhebt. Und wenn wir manuell landen wollen, müssen wir einfach nur im Flug den linken Knüppel nach unten bewegen und wenn der Hubschrauber aufgesetzt hat, geht er auch von alleine wieder aus. Darunter haben wir noch 2 Knöpfe, damit können wir dann die Drehung trimmen. Das heißt, der rechte Knopf ist für das Drehen nach rechts zuständig und der linke Knopf für das Drehen nach links. Somit können wir einstellen, dass wenn der Hubschrauber sich von alleine drehen sollte, sich dann nicht mehr dreht. Stirnseitig haben wir dann auf der linken Seite noch einen Knopf. Damit können wir dann quasi die Geschwindigkeit des Hubschraubers einstellen. Wenn wir darauf drücken und wir hören einen Piepton, fliegt der Hubschrauber beim Steuern langsamer nach vorne und nach hinten und dreht sich auch langsamer um die Achse. Und wenn wir auf den Knopf drücken und 2 Pieptöne hören, dann fliegt der Hubschrauber etwas schneller nach vorne und zurück und dreht sich auch schneller um die eigene Achse. Auf der rechten Seite haben wir ebenfalls noch einen Knopf. Wenn wir den drücken, können wir hinten die kleine LED ein- und ausschalten. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne sitzen und hier hinten haben wir noch das Akkufach. Da kommen 3 AAA-Batterien rein. Die Besonderheit ist hier jetzt, dass wir ja wie eben schon gesagt keine seitliche Rollbewegung machen können und die Aufteilung der Knüppel an der Fernsteuerung für die Bewegung des Hubschraubers anders ist als bei einem normalen RC-Hubschrauber. Denn wir können hier mit dem rechten Knüppel einmal nach vorne und nach hinten fliegen, indem wir den Knüppel natürlich nach vorne und nach hinten bewegen. Und wenn wir den rechten Knüppel nach rechts oder links bewegen, dann können wir den Hubschrauber halt nicht zur Seite fliegen, sondern wir drehen ihn damit rechts oder links herum um die eigene Achse. Und mit dem linken Knüppel können wir dann den Hubschrauber dann noch steigen und sinken lassen, indem wir den Knüppel natürlich zum Steigen nach vorne und zum Sinken nach hinten bewegen. Vor jedem Flug, beziehungsweise wenn die Fernsteuerung oder das Modell einmal ausgeschaltet wurde, müsst ihr bei jedem weiteren Flug dann das Modell wieder mit der Fernsteuerung verbinden, damit die Fernsteuerung weiß, mit welchem Modell es verbunden ist und welches Modell es steuern soll. Das geht aber ganz einfach. Ihr schaltet einfach die Fernsteuerung ein, ihr schaltet dann das Modell ein, dann leuchten die LEDs am Modell und auch an der Fernsteuerung, beziehungsweise die blinken dann. Und wenn er dann mit dem linken Stick einmal nach oben und nach unten geht, dann piept der Sender zweimal. Die LED hier an der Fernsteuerung hört auf zu blinken und auch am Modell hört die LED auf zu blinken. Das heißt, das Modell ist mit der Fernsteuerung verbunden und wir können jetzt sehen, wenn wir den Hebel jetzt hier links nach oben machen, fängt er an zu drehen. Alles wunderbar und ihr könnt losfliegen.
Am Ende natürlich auch hier nochmal ein kleines Fazit. Optisch finde ich die kleine MD500 richtig schick. Gerade für so einen günstigen Koaxialhubschrauber ist die Optik wirklich sehr schön. So hat man auch mit seinem ersten RC-Hubschrauber schon eine richtig coole Optik. Das Einzige, was vielleicht noch ganz cool gewesen wäre, wenn hier noch etwas mehr Beleuchtung dran gewesen wäre. Wir haben ja nur hier hinten diese kleine rote LED am Heck des Rumpfes. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Beleuchtung gewünscht für die Kinder. Fliegerisch kann man hier auch überhaupt nicht meckern. Die MD500 fliegt richtig schön, ruhig und stabil, wie man es natürlich von einem Koaxialhubschrauber auch erwarten sollte. Ich denke, damit wird jeder Einsteiger bzw. jedes Kind ab 8 Jahren schnell zurechtkommen. Die Autostart- und Landefunktion funktioniert hier auch einwandfrei. Man muss natürlich dazu sagen, dass es hier wirklich ein reiner Einsteigerhubschrauber ist und auch eher auf Kinder ausgelegt ist, die zum Beispiel in das Hobby reinschnuppern möchten. Und oftmals ist es ja tatsächlich so, dass ein Koaxialhubschrauber oft der erste Hubschrauber ist von einem und man dann Gefallen daran findet und dann auch dabei bleibt und eine Stufe weitergeht. Durch die vereinfachte Steuerung ist der Hubschrauber für Piloten, die schon 4-Kanal-Hubschrauber fliegen können, natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, da man ja gewohnt ist, mit Roll steuern zu können, was hier ja nicht möglich ist. Der Kleine ist auch von meiner Erfahrung jetzt eher was für drinnen, da man beim Fliegen und vor allem auch beim Schweben auf der Stelle schon sehr schnell kleinste Windbewegungen spürt. Von daher ist meine Empfehlung, mit der MD500 drinnen zu fliegen. Die Fernsteuerung ist natürlich auch sehr gut geeignet für Kinder, weil die wirklich sehr schön klein und leicht ist. Was jetzt nicht unbedingt für kleine Kinderhände oder kleine Kinder gemacht ist, ist das Wechseln der Rotorblätter. Ich denke, da sollte auf jeden Fall ein Erwachsener ran oder der große Bruder oder natürlich auch die große Schwester, da es doch etwas schwieriger ist, die aus der Halterung rauszuhebeln. Was ebenfalls etwas schwieriger geht, ist den Akku aus dem Hubschrauber zu ziehen. Der sitzt auch relativ stramm drin. Das wird für kleine Kinderhände auch schwierig sein, das selbst zu machen. Aber auch da denke ich, sollte da ein Erwachsener ran, um nachher den Akku auch richtig zu laden. Die außenliegende Ladebuchse, die ich eben gezeigt habe, ist jetzt auch nicht so zu benutzen, wie ich anfangs dachte. Denn das Ladekabel, was hierbei ist, ist wirklich nur dafür gedacht, um es an den Akku direkt anzuschließen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall den Akku rausholen und den separat laden. Anfangs dachte ich noch, man könnte den Akku drin lassen und man könnte den über die außenliegende Ladebuchse laden, aber das ist scheinbar hier nicht vorgesehen. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Den Link zur MD500 stelle ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung. Und wie eben schon gesagt, werde ich eine nagelneue MD500E an euch verlosen. Ich packe auch noch ein 16er Pack AAA-Batterien rein. Die sind von der Firma Wonder und ganz neu auf dem Markt. So habt ihr dann wirklich alles dabei, was zum Fliegen benötigt wird. Alles weitere dazu und wie ihr teilnehmen könnt, steht natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal gerne rein und macht alle fleißig mit. Ist ja bald Weihnachten und vielleicht ist die MD500 ja auch ein schönes Geschenk für das ein oder andere Kind. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir sehr gerne mal einen Kommentar unten in die Kommentare. Abo und Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer Chrissy.